Sonntagmorgen an Ostern, 8:30 Uhr bei euch. Ich bin ja in Zypern, bei uns ist es schon 9:30 Uhr. Ich grüße euch ganz herzlich und ich begrüße ganz herzlich Georg Schmid aus Frankreich zugeschaltet. Guten Morgen, lieber Jöri. Guten Morgen, Stefan. Ja, weißt du, ich fühle mich da so ein bisschen wie in die Anfangszeiten meines Livestreams zurückgebeamt. Ich bin ja da immer einfach mit meinem Handy rausgegangen, irgendwo in Nizza in der Stadt oder wo ich gerade war oder in Meilen am Zürichsee, und das habe ich wieder gleich gemacht, weil hier haben wir noch kein Internet. Ich habe jetzt Internetasyl bekommen bei der Tochni Tavern, und bis jetzt geht es ganz gut. Vielleicht klingelt nachher hier die Kirchenglocken. Man muss sagen, hier sind ja die Ostern eine Woche später, weil es ist das orthodoxe Osterfest. Aber frage mal zuerst an dich, Jöri, bist du schon in Osterstimmung? Wie sieht da euer Osterfest in Frankreich? Du bist da im Herzen von Frankreich zu Hause unter anderem. Ja, wir haben schönes Wetter. Die Sonne ist aufgegangen und so Sonnenaufgang. Und im Frühling, das bringt uns sofort in Osterstimmung. Und dann gehen wir nachher in den Temple, in die protestantische Kirche, und verteilen Ostereier, die meine Frau sorgfältig gefärbt hat. Und ich mache den Apero. Nach dem Gottesdienst haben wir immer Apero. Und das ist so, wenn ich hier bin in Frankreich, meine Aufgabe. Das ist doch schön. Und was gibt es zum Apero? Passend zu den Eiern etwas? Ja, also wir haben Fruchtsaft, aber dann haben wir auch Kier. Das ist dieses französische Getränk, Weißwein und Cassis-Sirup, Cassis de Dijon. Ah, okay. Okay, das hört sich gut an. Ich habe dich ja gefragt, machst du mit an Ostern? Hast du gesagt, klar. Dann habe ich gesagt, worüber würdest du gerne reden? Hast du gesagt, Auferstehungsglaube in den Religionen. Da möchte ich auch gerne mit dir gleich eintauchen. Aber aus aktuellem Anlass möchte ich, es ist ja ein minimalistisches Gespräch, und doch ist heute ein sehr wichtiger religiöser Feiertag, und deshalb erlaube ich mir, mit meinem Lieblingsgebet anzufangen. Und du kannst mir sicher dieses Gebet ein bisschen einordnen und helfen, es zu verstehen. Ihr kennt es alle, es ist das Serenity Prayer. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich nicht ändern kann. Nein, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Jetzt habe ich mich sogar verlesen, aber die Idee ist ja ganz einfach, dass wir durchs Leben gehen und uns total engagieren, eben wie es hier heißt, mit Mut, wenn es darum geht, Dinge zu ändern, die wir ändern können, wo wir einen Einfluss nehmen können, und die Gelassenheit, das ist dann meistens ein bisschen schwieriger, Dinge hinzunehmen, die wir eben nicht ändern können, aber das Schwierigste ist ja die Weisheit. Die Weisheit herauszufinden, wo wende ich jetzt Gelassenheit an und wo wende ich Mut an. Ich habe es dir kurz vorher erzählt, Jörg, ich war jetzt fast eine Woche gestrandet in Paris. Wir wollten nach Zypern, einen Monat mit allen Kindern, und dem einen fehlte ein Dokument und wir durften nicht weiterreisen. Und da waren wir gestrandet und ich habe versucht, durch die Administration in Frankreich, wir sind auf die Präfektur de Police gegangen, und dann war eine 3-stündige Schlange und ohne Termin kriegst du gar kein Rendezvous, und ich musste aufgeben. Das mache ich sehr, 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 sehr selten. Und aus diesem aktuellen Anlass habe ich mich dann an dieses Gebet erinnert. Ja, du bist ein bisschen älter wie ich, lieber Jöri. Wann ist Gelassenheit und Aufgeben angesagt, und wann ist der Mut und der Kampfeswille angebracht? Was ist da deine Erfahrung? Ich gestehe, dass ich bin das also immer noch sehr situativ am Lernen. Wenn du jung bist, dann musst du deine Grenzen einmal ausstecken, kennenlernen. Und da musst du auch manchmal gegen Mauern rennen. Und wenn du alt bist, da fehlen dir die Kräfte, um viele Kämpfe noch zu wagen, zu riskieren. Aber die Wirklichkeit zeigt uns in der Regel schon, wo wir anhalten müssen und sagen, okay, das überlasse ich nun. Das nehme ich nun hin. Also du sagst, alt werden hilft da ein bisschen zur Gelassenheit zu finden. Ja, zwangsläufig. weil du früher nicht mehr magst und denkst, oh nein, solche Kämpfe habe ich früher gehabt.
Die brauche ich nicht mehr. Denen gehe ich aus dem Weg oder die nehme ich gelassen hin, diese Schwierigkeiten. Mhm. Grenzen annehmen gehört ja zum Älterwerden noch. Und wie du schön sagst, das Grenzen sprengen zur Jugend, oder? Klar, zum Aufwachsen, herausfordern. Ja, richtig. Und Wenn ich jetzt so zurück... Ob wir jetzt noch zur Jugend gehören oder schon zum Alter, das zeigt uns unser Leben. Wie zeigt uns unser Leben das? Zum Beispiel beim Älterwerden in der Müdigkeit. Anstelle sich nicht aufregen, sondern sich zuerst einmal hinlegen. Oder denken, ja, das diskutiere ich morgen noch einmal, das schaue ich mir morgen noch einmal an. Etwas verschieben. Da sind wir Spezialisten, wir Alten. Verschieben. Ist übrigens ein Hauptgrund für Unordnung, die entsteht. Das Prokrastinieren, wenn man vor allem Entscheidungen aufschiebt und nicht entscheidet, soll ich das noch brauchen oder nicht. Aber du sagst, es kann auch einen wohltuenden Effekt haben, nämlich die Gelassenheit. Die Gelassenheit, ja. Das ist richtig. Ich habe schon sehr vieles überlebt und überstanden. Das werde ich jetzt auch noch überstehen können. Ja. Ja, tauchen wir doch ein bisschen ein in die Weltreligionen. Es kommen hier immer mehr Leute. Geht es mit dem Lärm im Hintergrund? Hörst du mich immer noch gut? Ja, doch. Ja, super. Und sonst einfach etwas sagen, dann disloziere ich mal. Also, als da Jesus am Karfreitag ans Kreuz genagelt wurde, weiß man da eigentlich, Jesus war ja ein Mensch, Sohn Gottes, hatte er da menschliche Gefühle? Weiß man da was? Ist da was übertragen? Hat er da gehadert? Hat er vielleicht probiert aufzubegehren? Oder war er von Anfang an in dieser Gelassenheit? Nein, du siehst in den Evangelien, siehst du, wie er im Garten Gethsemane ringt und leidet. Und nachher noch. Er ist sehr, sehr menschlich. Die Gottheit, der Geist Gottes in ihm, wie nah er dem Himmel ist, schon erklärt. Das merken die Evangelisten und die ersten Christen erst später. Er ist sehr, sehr vollmenschlich in der Leidensgeschichte. Und das macht diese Passionsgeschichten, diese Geschichten vom Karfreitag, seiner Verhaftung, seiner Verurteilung, die Geschichte von seinem Tod, macht das auch so eindrücklich. Ja. Wäre eine volle Gottheit gewesen, dann hätte ja dieses ganze Leiden gar nicht berührt. Aber das ist nicht so, es berührt ihn sehr. Es erschüttert ihn. Es gibt wahrscheinlich in der menschlichen Geschichte 3 so Sterbegeschichten, die Menschen zutiefst bewegt haben. Das eine ist die Verhaftung, die Verurteilung, die Hinrichtung von Jesus von Nazareth. Das andere ist der Tod des Sokrates im Gefängnis in Athen nach seiner Verurteilung. Und das dritte ist der Tod des Buddha in Indien. Er stirbt meditativ, er geht in immer höhere Versenkungsstufen hinüber und in der letzten Versenkungsstufe ist er im Nirvana und dann effektiv auch nicht mehr in seinem Körper. Diese 3 Sterbegeschichten haben die Menschen sehr bewegt und sind auch immer wieder literarisch bearbeitet worden. Den buddhistischen Schriften, bei den griechischen und lateinischen Philosophen, der Philosophiegeschichte und dann vor allem auch
in der Geschichte des Christentums. Mhm, mhm. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei Christentum, bevor wir dann ein bisschen das auftun für die anderen Religionen. In diesen 3 Tagen, also von Karfreitag bis Ostersonntag, da ist ja sehr viel passiert, auch in Jesus selbst. Was weiß man über seine Verwandlung? Wie du eben sagst am Anfang noch das Leiden, vielleicht das Hadern, das ganz Menschliche, bis hin zu diesem Satz, ich habe ihn letztes Mal schon zitiert, der mich so wirklich unter Mark und Bein immer trifft: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also in diese Vergebung, man könnte wahrscheinlich sagen, die Vergebung ist die höchste Form von Gelassenheit. Was ist da passiert, diese innere Reise von Jesus? Wenn du die ersten 3 Evangelien liest, also Markus, Matthäus und Lukas, dann siehst du, dass diese 3 Evangelisten diese letzten Stunden von Jesus auch etwas verschieden verstanden haben. Die frühen Christen haben mit diesem Ereignis sehr gerungen. Sie versuchten es zu verstehen und konnten es nicht. Es war ein Paradox. Ihr Meister stirbt. Der Meister, der anderen helfen konnte, hilft sich selber nicht. Er verzichtet darauf, er steigt nicht herab vom Kreuz. Vor allem bei Lukas hast du dann diese Ergebenheit. Er vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Gelassenheit. Bei Markus, im ältesten Evangelium, hast du noch mehr Verzweiflung. Jesus, wie er seinen Tod nahen spürt, beginnt einen Psalm zu zitieren. Es gibt in den Psalmen des Alten Testamentes Sterbepsalmen. Ein frommer Jude beginnt sterbend einen dieser Psalmen zu beten. Und er betet dann einfach, bis er nicht mehr kann, bis er gestorben ist. Das ist übrigens wahrscheinlich auch psychologisch eine große Hilfe. Sterbend betest du einen Psalm, den du auswendig kannst. Und bei Markus betet er den Psalm, der anfängt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er betet dann noch weiter. Wir wissen nicht, wie viel Verse er noch sagt, aber die Stimmung ist schon viel rebellischer bei Markus. Und wie es genau war, ist schwierig zu sagen. Die Worte Jesu am Kreuz, die sind in den Evangelien sehr verschieden gefasst. Und das macht ja nichts. Wir haben keine Reportage. Es stand niemand dabei und hat ein Tonband gefüllte Aufnahmen gemacht. Also, es ist sehr realistisch, dass da verschiedene Worte auch in dieses Geschehen hineingelegt werden. Du mit diesem sehr genauen Blick, was ist für dich das Erstaunlichste in dieser Transformation in diesen 3 Tagen, bis es dann eben zur Auferstehung kommt? Die Verwandlung des Glaubens, des christlichen Glaubens, seiner Anhänger auch. Vorher, während seinen Lebzeiten, versuchten die Jünger, wie Jesus zu glauben. Also Glaube war ein Versuch, den Weg zu gehen und diese Impulse aufzugreifen, die er ihnen gegeben hat. Man richtet sich an seine Gleichnisse, an seine Worte, bei Matthäus an die Bergpredigt. Und nachher und im Verlauf dieser Missionsgeschichte merkst du das schon, der Glaube wie Jesus, der wird immer stärker zu einem Glauben an Jesus. Also es ist nicht einfach ein Versuch, mit ihm seinen Weg zu gehen,
sondern er selber wird zum Gegenstand des Glaubens. Und vorher glaubte man vor allem an seine Vision, an das Reich Gottes, das kommt und das Gestalt annimmt unter den Menschen, zum Beispiel durch Nächstenliebe oder zum Beispiel durch sorget euch nicht, durch Gelassenheit. Und nachher ist er selber Inhalt des Glaubens. Das ist das vor allem im Johannesevangelium, wo er im ersten Kapitel des Johannes, wo er und das Wort ist, das von aller Ewigkeit her da war und immer schon beim Vater war, Glaube, wie Jesus als Nachfolger neben ihm auf seinem Weg wird zum Glauben an ihn. Und diese Wandlung ist sehr spannend und sie ist auch irgendwie organisch, ist überzeugt. Aber wenn im Glauben an Jesus dann der Glaube wie Jesus vergessen wird, dann verliert das Christentum einen großen Teil seiner Kraft. Dieser Übergang scheint mir wesentlich in dieser Phase des frühen Christentums. Als ich da gestern im Flugzeug saß, kam mir plötzlich so ein Gedanke und ich bin so geistig ein bisschen die Menschheitsgeschichte, auch die Glaubensgeschichte durchgegangen und habe mich gefragt, wenn ich jetzt einen Prozentsatz nennen könnte, die ganze Geschichte der Menschheit, wie oft war die Einstellung diesseits orientiert und wie oft war sie jenseits orientiert? Wir kennen natürlich alle die Geschichte von den römischen und griechischen Gottheiten. Eben, damit wir überhaupt über Auferstehung reden können, muss man überhaupt mal das Konzept verstehen, dass es quasi ein Konzept von einem Leben danach gibt. Wenn du jetzt einfach so schätzen würdest, wie viele Prozent der Menschen, die je gelebt haben, haben diesseits orientiert gelebt und wie viel Prozent haben jenseits orientiert gelebt? Was würdest du da schätzen? Ich habe keine Ahnung, aber so aus dem Bauch heraus. Ich finde diese Unterscheidung schwierig. Bei Intensivgläubigen liegt ja das Jenseits im Diesseits. Und zum Beispiel, also, darf ich den Shiva hier zeigen? Ja, unbedingt. Einer der großen Götter des Hinduismus. Der Shiva tanzt und er trommelt sich dabei. Und wenn du richtig meditierst, hörst du dann Shiva auch in dir selber tanzen. Und wenn du dich nach außen wendest, nach deiner Meditation, hörst du und erahnst du Shiva in allem, was lebendig ist, tanzen. Das Innerste ist auch das Jenseitige. Der Himmel ist auch das Allernächstliegende. Oder wenn ich das da mit dieser kleinen Buddha-Statue auch zeigen darf, das ist eine Nachbildung einer kleinen Stupa in Borobudur in Java. Da hast du unter einem Deckel hast du die kleine Buddha-Statue. Und die Glocke darüber, die verbirgt den Buddha. Aber alles, was ist, jede Pflanze, jeder Mensch, jedes Tier, jeder Sonnenaufgang, jeder Frühling gleicht dieser Glocke. Wenn du genau hinschaust und ihn hörst, ist ein Buddha in allem. Darf ich schnell in die Runde fragen, weil bei mir bist du eingefroren. Ich bin ja nur auf mein Handy und habe da viel gegenlesen. Aber jetzt, als du die Sachen gezeigt hast, darf ich schnell fragen, konntet ihr es sehen oder ist der Jöri bei euch auch eingefroren? Schreibt es doch bitte kurz. Also ich höre dich ganz gut, das ist schon mal wichtig. Genau. Gehen wir wieder in das Thema. Das ist ja schon spannend. Also das heißt, man kann gar nicht so unterscheiden. Bin ich jetzt diesseitig oder jenseitig orientiert? Also du sagst, ist das Göttliche erst danach oder kann das ständig präsent sein? Für die Mystiker ist das Göttliche präsent. Ist das Göttliche das Nächstliegende, das Innerste. Für weniger mystisch denkende Menschen ist der Himmel oben.
Und ich versuche irgendwie in meinen Gebeten, meinen Liedern und so weiter, mich dem Himmel anzunähern, quasi aufzusteigen innerlich. Und was ist eigentlich jetzt die bessere Vision, die bessere Einstellung? Der Himmel, das Ewige, das Göttliche, das kannst du ja nie nur in einem Bild ausdrücken. Das Göttliche ist das Allumfassende und das Allerinnerste. Also du kannst nur im Paradox, in Gegensätzen davon sprechen. Denn sobald du ein eindeutiges Konzept hast, Gott ist nur das und das andere nicht, dann machst du Götzendienst. Dann definierst du Gott, du setzt ihm Grenzen. Du setzt Gott in einen Gegenstand und das ist er. Und das andere nicht. Du kannst dann Gott auch in den Händen halten und so weiter. Und das ist Götzendienst. Das wird im Grunde genommen von allen Mystikern aller Religionen abgelehnt. Und das findest du schon im alten Ägypten. Die Sonne ist das Leben, das geheimnisvolle, göttliche Leben, das jeden Morgen erscheint. Und die Sonne ist aber auch das Licht in uns und in allem. Und sie ist auch das Leben, das über unseren Lebenstag hinausführt. Sie kommt immer wieder und unser Leben geht selbstverständlich weiter. Das Weiterführen des eigenen kleinen Ichs im Ewigen, das ist in sehr, sehr vielen Kulturen präsent. Denn, was wissen wir aus der frühesten Geschichte der Menschheit, historisch? Da haben wir doch einiges an Grabfunden. Die ersten Zeugnisse menschlicher Kultur sind zum Teil auch Höhlen und Höhlenzeichnungen, aber häufig auch Beerdigungsrituale, die wir noch finden. Und diese Beerdigungsrituale, die wir in der Prähistorie haben, die zeigen immer wieder, es geht weiter. Die Menschen beerdigen zum Beispiel ihre Leute in Hockerstellung, also wie ein Embryo. Setzen sie den Menschen in die Erde, damit die Mutter Erde ihn wieder gebührt. Oder sie legen ihn in rote Erde, wenn sie solche zur Verfügung haben. Rot ist das Leben. Ins Leben hineingeben, den Verstorbenen. Warum? Ja, weil sein Leben nicht zu Ende ist. Oder? Wenn du intensiv lebst, wenn du nur in einem Moment das Leben richtig intensiv spürst, dann bist du ganz nahe bei der Ewigkeit, beim Unvergänglichen. Wenn du im Flugzeug sitzt und den Sonnenaufgang anschaust und du bindest dich völlig mit diesem Aufgang, du bist jetzt nur ganz da. Du und die Weite und die Sonne. Das ist der Moment der Ewigkeit schon. Das ist unvergänglich. Also du sagst, diese Sehnsucht nach Auferstehung, Weiterleben nach dem Tod, zieht sich eigentlich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Ja, man kann sagen, es ist eine Sehnsucht, weil der Mensch vor dem Tod erschrickt und das nicht gut aushalten kann. Aber es ist mehr als das. Ewigkeit ist ein Stück weit Erleben, mitten im Leben drin. Ein Frühlingsspaziergang und die Natur, die du erlebst. Die Blätter, die jetzt herausschießen aus den Knospen. Wenn du das richtig spürst, in dich aufnimmst, ganz da bist, nicht von Sorgen geplagt, sondern ganz im Moment, dann bist du schon sehr, sehr nahe am Unvergänglichen. Das Umfassende, das Unvergängliche, das Größte, was zugleich auch das Kleinste ist, das begegnet uns ja eigentlich überall. Ich denke manchmal sogar rein in der Zahlenreihe. Was heißt Null und was heißt unendlich? Unendlich ist eine doppelte Null oder
eine liegende Acht. Das ist das Kleinste, das Wenigste. Oder im Buddhistischen sagt die Lehre mit 2 E. Genau. Die Shunyata, wie Sie sagen. Und es gibt dann im Buddhismus eine Schule, die nennt sich Shunyata Vada. Vada ist die Lehre mit H. L-E-A-R-E. Und Shunyata ist die Lehre mit 2 E. Shunyata Vada ist die Lehre von der Lehre. Das Lehre. ist ein wunderbarer Versuch, sich dem Absoluten in Gedanken anzunähern und auch meditativ anzunähern. Denn meistens erlebst du den Moment, das Innerste und das Äußerste, das Kleinste und das Größte am besten, wenn du innerlich leer bist mit 2 E. Wenn dich da nicht viele Gedanken und Probleme umtreiben, wenn du einfach da sein kannst, hier sein. Hier sein ist der Ort, wo uns Ewigkeit berührt. Sehr schön. Das ist die Amor Vacui, die Liebe der Lehre, ist das höchste Prinzip im Minimalismus, das auch viele lange nicht verstehen. Ich bin jetzt gerade dabei, Geschäftsleuten beizubringen, warum das auch im Business wichtig ist. Du würdest jetzt sagen, eben diese Ewigkeit oder dieses Leersein, dieses Präsentsein, auch frei sein von Bewertungen, von Urteilungen, von Erwartungen, sondern ganz da sein und sich einlassen, auch wenn man vieles noch nicht weiß, vieles noch nicht kann. Man ist dann einfach viel, viel leichter im Umgang mit Dingen oder eben auch im Business. Übrigens, du bist leider, das Bild ist eingefroren. Du wurdest ja am Anfang irgendwie komischerweise gefragt, den Code einzugehen. Das ist ziemlich neu, hatte ich noch nie. Anscheinend ist das jetzt deine Strafe, dass du eingefroren bist, weil du den Code nicht richtig eingegeben hast. Jetzt bin ich eingefroren. Ja, du bist, man hat leider die Buddha-Statue nicht gesehen und ich muss da so mit dem einen Finger, es ist echt blöde Darstellung, durchscrollen und die Sansebar wollte noch fragen, was mit deinem Hügel passiert ist, Maria, ob du ihn vererben konntest oder ob du eine Lösung gefunden hast. Anscheinend ist das den Leuten geblieben, was du das nächste Mal erzählt hast. Ich will die Frage natürlich an dich weitergeben, bevor wir da wieder zur Auferstehung gehen. An Weihnachten hat meine Frau alle 3 Söhne zu uns eingeladen nach Rüti, also in der Schweiz. Und sie hat sie gefragt, was denkt ihr? Für sie wird dieser Hügel in Frankreich, er ist immer noch sehr schön für sie und die Rosen, die liebt sie sehr. Aber mit all diesen Gebäuden hier und die vielen Materialien, die gelagert sind da, Litschpolrestrich, riesengroß. Soll sie das ausräumen? Sollen wir versuchen, Primaria zu vermieten oder zu verkaufen? Was sollen wir machen? Alle 3 Söhne haben gesagt, macht gar nichts. Lasst alles, wie es ist. Wir werden uns dann, wenn die Zeit an uns ist, damit beschäftigen. Wow. Das ist eigentlich noch ein guter Gedanke. Ja. Ja. Du musst ja auch nicht alles erledigen, was man noch erledigen könnte. Wenn die Erben sagen, überlasst das uns. Das ist sehr entspannend. Und jetzt schauen wir, wie lange wir noch hierher reisen können. Ich habe vor gut einer Woche, habe ich doch einmal diesen Fahrzeugtest machen müssen in der Schweiz. Das war ja nach 70 und nach 80 muss man regelmäßig zur ärztlichen Kontrolle. Ich musste auf einem Bein stehen, dann auf dem anderen, Gleichgewichtsübungen zeigen, wie weit ich den Hals noch drehen kann. Das ist sehr wichtig beim Autofahren. Du musst musst nach hinten schauen können. Ja. Und dann sollte dir nicht zu rasch schwindelig werden, oder? Das ist, und du solltest, deine Herztätigkeit wird geprüft und deine Augen werden geprüft.
wie weit siehst du noch, wie gut, so auf Distanz vor allem. Und dann, ich habe einen Antrag im Fahrzeugausweis, dass ich mit Brille fahren muss, aber das ist für mich optimal, solange wir noch in die Schweiz fahren können, zurückfahren können. Manchmal machen wir es auch mit dem Zug, wenn es irgendwie terminlich geht. Leider ist es so in Frankreich, dass die schnellen Züge fahren ja alle über Paris. Mhm. Und das ist etwas mühsam, von der Mitte Frankreichs aus zuerst nach Paris, in Paris noch den Bahnhof wechseln. Oder? Wechselnd, genau. Ja, du kommst bei einem Bahnhof an, musst bei einem weg, musst du noch ein Taxi nehmen dazwischendurch. Also das ist mühsam. Jetzt haben wir aber eine Route gefunden da aus der Auvergne, aus der Mitte von Frankreich, also aus dem nördlichen Burgund. Ein Zug bis nach Dijon. Und in Dijon hast du den TGV, der von Ja. Paris nach Zürich fährt. Da kannst du auf diesen TGV steigen und dann bist du also in optimal kurzer Zeit von Dijon in Zürich. Das machen wir jetzt ab und zu. Und sonst, wenn wir mit dem Auto gehen, dann fahren wir bis Montbéliard oder Belfort und dort übernachten wir. Okay. Das kann man ja auch machen. Und wie lange brauchst du mit dem Auto und verglichen mit dem Zug? Wie viel reden doppelt so lang? Oder? Also mit dem Zug, wenn ich am Morgen hier losfahre nach Nevers, fahre um 7 los, dann bin ich aber etwa um 4 Uhr in Rüti. Das ist nicht schlecht. Und wenn wir in 2 Tagen mit dem Auto fahren, dann im Hotel, da nehmen wir uns Zeit, Morgenessen, sich noch ein bisschen rumschauen. Dann sind wir hier. Das sind 600 Kilometer per Auto. Und wir haben etwa, reine Fahrzeit sind etwa 8 Stunden. Also ja, haben wir einfach 2 Tage. Aber wir sind ja alt, oder? Wir sind pensioniert. Die Pflichten sind nicht mehr so dringend. Genau, die Gelassenheit, hat sich breit gemacht. Genau. Aber lassen Sie dich noch fahren? Es nimmt uns natürlich Wunder. Darfst du noch Auto fahren? Ja, ich darf noch. In 2 Jahren muss ich wieder prüfen. Alle 2 Jahre muss ich gehen, natürlich, ja. Und meine Frau auch. Und dann, wenn wir miteinander fahren, dann lösen wir uns auch laufend ab. Alle 100 Kilometer wechseln wir. Ja. Ja, zurück vom Auto. Ja. Wir nehmen es auch so gelassen wie möglich. Ja, Sansebar schreibt eben, wie schön, dass man hört jetzt nur deine Stimme, aber das ist auch schön. Also das ist auch eben amor vacui, weißt du, es ist jetzt einfach so und wir finden uns ab mit dem und wir probieren möglichst zu hören, gut zu verstehen und ich verstehe es gut, was du sagst. Ja, zurück vom Autofahren zur Auferstehung. Fangen wir ganz vorne an, dieser Gedanke der Auferstehung, was steckt da eigentlich dahinter? Geht es da nur war das immer klar, was kommt nach dem Tod? Also das Leben, das weitergeht nach dem Tod? Oder das Thema der Auferstehung, wenn ich das natürlich mit minimalistischer Sicht betrachte, dann sehe ich darin natürlich ganz viel Loslassen, ganz viel Verabschieden. Tod beendet etwas. Wir sagen ja immer, der Fokus sollte nicht sein, was verlierst du, wenn du etwas loslässt, sondern was gewinnst du. Was kommt zu dir, was kommt an Neuem zu dir. Also das ist so, für mich ist auch so etwas wie das Häuten einer Schlange, Neubeginn. Du hast anfangs den Frühling angesprochen. Was bedeutet dieses Konzept der Auferstehung überhaupt? Zuerst vielleicht mal im christlichen Kontext und dann nachher gibt es dieses Konzept auch in den anderen Religionen. In jeder Form der Mystik steckt auch die Hoffnung auf ein neues Menschsein. Wir Menschen sind, so wie wir sind, nicht. Die Schöpfung kann und muss weitergehen. Und hinter uns als dem alten Menschen wartet der neue Mensch. Und diese Wandlung vom alten zum neuen Menschen, die wird häufig als
Sterben und Auferstehen verstanden. So ist eine mystische Erfahrung, ist auch eine Art der Tod. Mhm. Der tote sich. Im alten Buddhismus sagt man dem Anatta, das Nicht-Selbst, das auf dem Weg zur Erleuchtung zerbricht ein Selbst. Es ist nicht mehr da, denn dein Selbst, unser Selbst ist, so wie wir normalerweise uns befinden, ist Gier, Hass und Verblendung. Die stecken in uns und die treiben uns an. Gier, wir wollen immer etwas. Hass, wir lehnen immer das und jenes ab. Verblendung, wir suchen uns Ziele, die nichts bringen. Aber wir rennen Träumen, Illusionen nach. Verblendung. Und die Ruhe der Gelassenheit, die meditative Gelassenheit, führt uns ins Aufgeben jeder Gier, jeden Hasses und jeder Verblendung. Du sagst zu nichts mehr wirklich ja, aber auch zu nichts mehr nein. Du lehnst nichts ab, aber du packst auch nichts mehr. Du willst nichts mehr haben. Und dieses Haben hat uns so weit geführt, wie wir jetzt sind, in eine mittelmäßige bis miserable Form des Menschseins. Unsere Person kann noch was ganz anderes werden. Aus der Lehre heraus, aus dem Aufgeben jeder Gier und jedes Hasses und jeder Verblendung entsteht ein neues Menschsein. Das ist der Erleuchtete dann in der buddhistischen Sprache. Und in der christlichen Sprache ist es der Auferstandene. Wie Christus auferstanden ist eine Begegnung mit ihm, ein innerliches Leerwerden und Erfülltwerden von der neuen Schöpfung ist unsere Auferstehung schon vor unserem Tod. Also eigentlich etwas Tägliches. Eigentlich der Weg des Menschen zu seinem wahren Selbst hin ist eigentlich Auferstehung. Nicht zu seinem wahren Ich. Das Aufgeben des Pseudo-Ich und das Erleben, das Erfülltwerden vom wahren Ich. Wie sieht es denn in den anderen Religionen aus? Also gibt es das Wort Auferstehung dort und das Konzept überhaupt? Oder kommt es in anderer Form daher? Also in Indien ist es vor allem Erleuchtung oder Samadhi oder das Erfülltwerden oder das Entdecken des Shiva in mir. Oder im Zen-Buddhismus ist es Satori. Du wirst eins mit dir und mit dem, was du machst. Du wirst eins zum Beispiel beim Tuschmalen oder beim Tee trinken. Und wenn du irgendwo eins wirst, dann gelingt dir das später auch an anderer Stelle. Satori ist dann das Tor in eine neue Form des Lebens. Das Leben ist erleuchtet, würde man sagen, des transformierten Menschen. Und der transformierte Mensch, der geht weiter nach indischer, buddhistischer und indischer Vorstellung auf dem Weg der Wiedergeburten, aber er muss nicht mehr zurückkehren. Zurückkehren musst du immer nur, solange du noch was hier suchst und willst, oder solange du gewisse Rechnungen nicht beglichen hast. Oder solange du noch mit unerfüllten Lebenswünschen
stirbst. Und wenn das von dir abgefallen ist, musst du nicht mehr zurückkehren. Dass das Einswerden erfüllt. Und Islam? Im Islam ist die Ewigkeit noch stärker in traditionelle Bilder gekleidet. Ausgenommen bei den Sufis. Bei den islamischen Mystikern hast du ganz ähnliche Vorstellungen wie die und Erfahrungen wie die wir vorher angesprochen haben. Aber sonst ist der Himmel, den du findest, wenn du ein guter Moslem bist, der Himmel ist der Inbegriff von jedem Glück. Also wirklich wie in vielen Formen des Christentums auch, das Paradies ist quasi das perfekte Schlaraffenland. Und das Schlaraffenland für Erwachsene, Ja. für uns. Und ich finde das keine schlechte Vorstellung. Vor allem hast du ja schon seit Urzeiten hast du die Vorstellung, dass wenn wir sterben, kommen wir zu den Ahnen, zu denen, die vor uns gestorben sind. Die empfangen uns auf der anderen Seite. Und die sind glücklich. Die sind den Engeln schon sehr nahe. Die haben ja zum Teil auch schon kleine Flügel da. Unsere Ahnen. Und diese Vorstellung, in einen Kreis aufgenommen werden, voll Musik, voll Glück, sogar voll Tanz. Im Himmel wird getanzt, das ist so ein Reigen. Oder? Das ist dann auch in der Krishna-Frömmigkeit so. Im Reich Krishnas wird getanzt. Das ist ein wunderbarer Gedanke, finde ich. Das ist ein sehr schöner Gedanke, ja. Ja, ja. Was denkst du denn? Was kommt für dich nach dem Tod? Was mit all dem, was du weißt? Also ich habe, als ich da vor ein paar Jahren, 2018, hatte ich ein paar Operationen. Ich war ein paar Mal im Spital. Ich kannte dann auch diese Intensivstationen, ja, wo du einfach die längste Zeit so liegst und entweder sind die Betten neben dir noch besetzt und die Pflegerinnen und Ärzte kommen vorbei oder es ist dann fast niemand mehr da, nur noch so eine milde Beleuchtung. Und da hatte ich in diesen Intensivstationen fast regelmäßig das Gefühl, der ganze Raum ist voll von Leuten rundherum. Und ich habe die auch so von meinem Auge gesehen, vom Halbdunkel. Ich muss auch sagen, ich hatte natürlich noch von den Operationen, wie sagst du dem, Halluzinogene im Blut. Also wenn du eine Operation hinter dir hast, ist das nicht einfach so weggeblasen. Und ich habe mir dann überlegt, all diese Leute, die hier sind, die haben zum Teil auch zu mir hergeschaut. Die sind zum Teil sogar an meinem Bett vorbeigegangen und haben mich angeschaut und sind weitergegangen. Das war für mich ein guter Gedanke. Ich fragte mich, sind das meine Vorfahren oder sind das Engel? Und ich konnte das nicht entscheiden. Ich habe sie zu wenig klar ins Gesicht geschaut. Nur bei einem, es war aber auch an Ostern, als ich da auch in einer Intensivstation lag, eine Gestalt, die vorbeikam und mich einfach angeschaut hat. Das war für mich Christus. Am nächsten Tag habe ich, als meine Frau zu Besuch kam, habe ich gesagt, du, letzte Nacht ist Christus an meinem Bett vorbeigegangen und hat hineingeschaut. Da hat sie gesagt, oh,
Jetzt bist du auch ein Auferstehungszeuge. Ja, So gut. aber wie gesagt, dass wir, wenn wir sterben, abgeholt werden, das bin ich überzeugt. Ja. Wir gehen nicht allein hinüber. Diese Vorstellung vom alten Ägypten über viele Kulturen, vom Psychopompos, also einer, der unsere Seele begleitet, und für Christen der Christus, der uns weiterführt, als er Auferstandene. Da bin ich überzeugt, wir werden abgeholt. Wir werden empfangen auf der anderen Seite. Aber ob das schon der Endzustand ist, das weiß ich nicht. Oder ob das Ende dann eher, das letzte Ende eher einem Satori gleicht, oder? Ein Einssein mit allem. Och, da muss ich abwarten. Das kann ich nicht sagen. Aber wir müssen uns, wenn wir sterben, müssen wir uns überraschen lassen. Oder? Ja. Ja. Und ich glaube, wir dürfen offen sein für Abenteuer, die wir bisher noch nie so erlebt haben. Ja, also die gleichen vielen Geschichten aus den Religionen und die gleichen vielleicht auch vielen Träumen, die wir schon gehabt haben. Das hat man sicher sagen, es wird spannend werden. Es steht uns allen noch ein Abenteuer bevor. Ja, das ist jetzt wirklich die minimalistische Sicht, das zu sehen, nämlich zu sagen, statt traurig zu sein, was weg ist, eben das Leben, das wir so lieb hatten oder vielleicht auch nicht so lieb hatten, und dann, und dann offen sein für das, was kommt, für das Neue und empfangen. Du sagst es genau, Abenteuer. Ich frage meine Leute, die ich begleite im Coaching oft, willst du Verwalterin oder Verwalter sein, der dein altes Zeug verwaltet, oder willst du Abenteurerin sein und Neues erleben? Und insofern hast du hier den schönen, den Kreis geschlossen zum Minimalismus, aber dieses Gefühl, wir werden nicht allein sein. Also aus meiner Sicht warst du natürlich so in so einer Situation bereits an der Schwelle und wahrscheinlich, also ich habe von vielen Menschen, die so Nahtoderlebnisse gehabt haben, die mir berichtet haben, Andrea hat das auch hier auf dem Kanal geschildert, alle haben eigentlich erzählt, sie hatten die Wahl. Also sie konnten entscheiden, ob sie da drüben bleiben wollten, ob sie jetzt die Schwelle überschreiten wollten oder ob sie nochmal zurückgehen wollten. Und das fand ich spannend. Also aus meiner Empfindung warst du an der Schwelle und hast vielleicht bewusst oder unbewusst gesagt, nee, ich bleibe noch einen Moment, oder? Also, ja. Ich einmal in der Nacht, auch so noch in einer Intensivstation, da waren all diese Leute um mich herum, das war so friedlich, da dachte ich, also jetzt sterbe ich, jetzt gehe ich. Und dann plötzlich kommt mir meine Frau in den Sinn. Ja. Und dann kommt sie am Morgen und dann sieht sie mich da tot liegen. Und dann weiß sie nicht, wie sie meine Finanzen ordnen soll, wo meine Rechnungen sind. Solche Dinge kamen mir in den Sinn. Dann ist sie völlig irritiert. Die arme Regine, ja. Und dann findet sie, das ist eigentlich so gemein, dass du jetzt weg bist. Genau. So nötig gehabt. Und da habe ich gedacht, nein, ich kann noch nicht sterben. Naja, es gibt so den Punkt, wo man so leicht gehen könnte. Ja. Es ist lustig, ich bin früher viel nach Amerika geflogen, auch um Reportagen zu machen und so weiter und so fort. Und dann, für mich, also ich weiß nicht, ich finde immer, man muss Frieden schließen mit dem Sterben. Mit dem, also mir hat mal ein Körperspender, da war ich bei Gunther von Hagens gearbeitet, für den Anatomen, hat gesagt, wenn ich heute sterben müsste, ich könnte damit leben. Und ich fand den Satz so schön und ich glaube, das gilt für mich auch. Aber immer wenn das, wunderbarer Satz, wenn ich heute sterben müsste, ich könnte damit leben. Was für ein Paradoxon. Ne? Ja. Sehr schön. Da ist diese Gelassenheit, die wir am Anfang auch hatten. Und, aber dann habe ich auch immer gedacht, okay, ich kann jetzt gehen. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, Leo braucht einen Vater. Da war Leo noch mein einziger Sohn. Und das war immer der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, hey, nee. Und das, ich glaube, dass einem das am Leben hält. Das sagen auch viele Studien, dass das soziale Umfeld ganz entscheidend ist, ob wir gut altern, ob wir glücklich altern, ob man alt wird. Eben, man hat noch einen Grund. Du hattest einen Grund, nicht da reinzugehen. Ja, zum
zum Schluss habe ich noch eine Frage von meinem lieben Freund Toni. Und ich diskutiere viel mit Toni über das Leben, über die Welt, wie sie geworden ist, über die Gesellschaft. Und du hast ja vorhin auch gesagt, also ja, die Menschheit, es ist ja nicht die Blütezeit der Menschheit. Du hast Gier erwähnt, wir machen so viel Druck auf uns und geben uns so viel Mühe und rennen dem und diesem hin und her und sind eigentlich sehr weit von uns selbst entfernt, Mhm. von unserem wahren Selbst. Mhm. Und Toni stellt dann oft so die Frage in den Raum, ja, wo ist dann der liebe Gott? Und ich versuche da manchmal ihm zu antworten. Aber ich habe ihm gesagt, nee, weißt du was, Toni, er hat es gestern wieder gesagt, da frage ich mich, wo ist dann der liebe Gott? Ich frage den Jöri, Jöri, wo ist der liebe Gott? Ich würde die Frage umdrehen. Wo ist er nicht? Mhm. Und auf diese Frage gibt es keine Antwort. Mhm. Wo ist er nicht? Mhm. Sogar in meiner Frage nach Gott ist er. Mhm. Wenn nicht eine Ahnung von ihm in mir wäre, würde ich nicht so fragen. Mhm. Wo ist er nicht? Natürlich gibt es schreckliche Aspekte in dieser Welt, aber ich bin überzeugt, dass irgendwo das alles mit dem letzten und großen Geheimnis zusammenhängt, dass es nicht völlig losgetrennt ist von dem, was uns alle umfängt und dieses Weltall umfängt und von dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, was vom Null und vom Unendlichen, von allem. Ja, und da sind wir wieder beim Anfang von Jesus am Kreuz, wie du gesagt hast. Warum rettet er sich nicht, der große Gott, Gottes Sohn? Warum rettet Gott, der Vater, seinen Sohn nicht? Warum lässt er ihn da, hässlich gesagt, verrecken auf brutalste Art und Weise? Jetzt, also verstehen ist immer ein Scheitern auch, oder? Nach unseren Vorstellungen, Hoffnungen und Erwartungen gleicht das Leben, gleicht die Welt nicht dem, was so in unsere Schublade passt, unsere Denkschublade, sondern sie sprengt die Welt und das Leben und Gott und auch unser Menschsein sprengen das, was wir als Konzepten in uns tragen. Und das ist vielleicht auch gut, das Scheitern unserer Konzepte führt uns näher zur Lehre mit 2 E. Wenn ich nicht mehr begreifen will, dann werde ich ergriffen. Und solange ich begreifen will, werde ich dann wirklich berührt und ergriffen. Zwischen mir und meinem Erleben ist doch immer noch mein Konzept, meine Erwartung, meine Angst oder vielleicht sogar meine Gier, meine Hoffnung. Ich will etwas packen. Und solange ich etwas packen will, ergreift es mich nicht wirklich. Jetzt ist bei mir gerade der Bildschirm ausgegangen. Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Ich sehe gar nicht mehr. Hallo?